Hey, ich grüße euch. So, voller Stolz darf ich verkünden, ich bin wieder offizieller Oakley-Dealer. Yes! Ich persönlich war mal ein großer Fan von Oakley. Sie haben vom Design her meines Erachtens ein bisschen nachgelassen, aber das ist mein persönlicher Geschmack. Die Qualität ist nach wie vor für meine Begriffe extrem gut. Ich möchte euch heute gerne mal eine Brille vorstellen. Das ist ein Nachfolger von meiner, die ich früher mal hatte. Das ist die, jetzt habe ich den Namen vergessen, die Flag. Ja, ich finde sie sehr, sehr geil gemacht vom Design her. Das ist ein bisschen aggressiv und ein Half-Rim. Also wenn man es jetzt nicht ganz so klotzig unten haben möchte. Gibt es auch in verschiedenen Farbvarianten. Die ich jetzt aufhabe, ist auch eine Flag. Andere Farbe eben. Und es gibt die auch für schmale Köpfe. Also wenn du jetzt eine Frau bist und sagst, ey, ich bin irgendwie nur 1,50 groß, mein Kopf ist ein bisschen kleiner, als Mann jetzt zum Beispiel, gibt es die auch in schmal. Was bei den Oakleys einfach extrem geil ist, ist dieses Unobtainium, was hinten drüber ist. Das ist so ein schmieriges Gummizeug. Also sprich, wenn du anfängst zu schwitzen, dann pappt das richtig am Schädel. Das Material, aus dem die Fassung gemacht ist so konzipiert, wenn du mal über den Lenker gehst und die Brille bricht, dann hast du eh andere Probleme, aber nur mal so gesetzt den Fall, bricht die halt stumpf. Also sieht so ein bisschen aus wie mit einem Brotmesser durchgesägt. Die Gläser sind Kleinkaliber-beschussfest. Das ist kein Scheiß, die haben früher wirklich mit einer Schrotflinte auf diese Brillen geballert. Und das also von den Gläsern ist kein Loch drin gewesen von den Schrotkugeln. Man soll sich jetzt nicht mit der Schrotflinte ins Gesicht schießen lassen, aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Was du bei der Brille noch machen kannst, du kannst die Gläser tauschen. Ja, das ist ja oftmals, ich habe es in einem anderen Video schon mal gesagt, je nach Wetterlage oder vielleicht einfach mal nach Aussehen, möchte ich mal ein anderes Brillenglas drin haben. Hier ist es ein bisschen trickiger als bei der, bei den Shiots, die ich in dem anderen Video gezeigt habe. Ich mache mal da, ja, kannst du dir mal angucken. Oh, andere Richtung, da muss ich hin zeigen. Das kriege ich auch noch hin. Ich demonstriere es mal kurz. Im Prinzip wird das Glas so rausgedrückt und ihr müsst halt die Gläser einzeln tauschen. So, und jetzt kommt das, was ich nicht ganz so sexy finde. Man muss halt das Glas mit den Fingern so ein bisschen anfassen, um es dann reinzudrücken. Ja, seht ihr, jetzt muss ich hier drauf packen, dann macht das einmal laut Klack und ist das Glas wieder drin. Das finde ich jetzt persönlich vom Handling ein bisschen umständlich. Wenn es jetzt unterwegs nicht machen muss, so what. Ja, lässt sich also durchaus handeln. So, gibt es halt zum Beispiel in der Variante, die finde ich extrem cool. Oder Dead, schwarz. Ja. Was die Oakley-Gläser noch besonders macht, neben der Schussfestigkeit, ist die extrem brillante Abbildung, die die Dinger haben. Geht einfach darum, dass ihr, solange wie ihr mit der Brille unterwegs seid, wenn ihr mal eine lange Radtour macht, dass das Gehirn immer ein sauberes Bild bekommt. Wie bei eurem Fernseher. Das Bild ist halt möglichst scharf in allen Bereichen, also auch wenn ihr so schräg durch die Brille durchguckt. Das ist einfach weniger anstrengend über die Zeit. Ja, also ihr setzt dann nicht abends die Brille ab und denkt, boah, jetzt muss ich ins Bett gehen. Das habt ihr halt, wenn ihr euch so eine Kirmesbrille kauft oder so ein Ding von, was ist das, die Dusche? Nee, Dusche gibt es nicht mehr. Chibo heißt das jetzt. Ja. Und das Geile ist, die Dinger halten auch wirklich ewig. Also das ist jetzt eine von denen ist meine neue. Die habe ich jetzt bestimmt 10 Jahre. Ja, also solange man sich da nicht draufsetzt und mit dem Auto drüber fährt, halten die einfach extrem. Was noch ganz nice ist dieses Ding hier. Heißt, der Bügel bleibt einfach. Ja, der schnappt auch schnappt wieder ein. Klick. Ja, also ihr habt nicht dieses Schlabberding, was ihr bei manchen Bügeln habt. Deswegen kann ich meine Sonnenbrille auch zum Beispiel oft einfach mal so tragen. Ja, und durch dieses Hammerfangsystem, so nennt sich das, weil es das Hinterhaupt geht, hält die auch einfach extrem gut, was sowas angeht. Ja, also auch wenn ihr mal auf dem Mountainbike sitzt, dann rappelt mal richtig, müsst ihr nicht, ihr brettert gerade die Halde runter, ja, und dann merkt ihr, wenn man die Sonnenbrille rutscht so langsam runter und dann müsst ihr dann den hier machen oder auf die Sonnenbrille verzichten. Bisschen schwierig, ne? Wenn ihr mal Bock habt, euch eine Oakley anzugucken, kommt gerne zu mir in den Laden. Und ich mache euch auch hier das Angebot. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal auf die Oakley Homepage geht. Es gibt da zig Modelle. Wenn ihr Interesse daran habt, können wir gerne mal einen Zoom-Call machen. Wenn ihr dann die Brille bei mir kaufen wollt, unterstütze ich euch gerne bei der Auswahl. Wie gesagt, klickt dann einfach mal unten auf den Termin. Und dann könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen und dann vereinbaren wir was. Macht's gut.